Mein Name ist Emilia. Ich bin 21 Jahre alt. Von außen sieht mein Leben aufregend aus. Manche Menschen denken, dass ich Glück habe. Sie sehen schöne Kleidung, helle Lichter und wunderschöne Fotos. Aber sie kennen die Wahrheit nicht. Ich lebe 2 verschiedene Leben. Tagsüber bin ich Studentin an einer Universität. Ich studiere Krankenpflege, weil ich kranken Menschen helfen möchte. Eines Tages möchte ich in einem Krankenhaus arbeiten. Mein Studium ist schwer, aber ich lerne sehr gern. Das ist die Zukunft, die ich für mich möchte. Aber nachts arbeite ich als Model. Fast niemand an der Universität weiß davon. Es ist mein geheimes Leben. Ich mache es, weil ich Geld brauche. Meine Familie kann mich finanziell nicht viel unterstützen. Ich muss mein Studium, meine kleine Wohnung, mein Essen und meine Bücher selbst bezahlen. Das Leben ist teuer. Die Arbeit als Model wird gut bezahlt, aber diese Welt ist nicht einfach. Alle erwarten, dass man perfekt aussieht. Man muss lächeln, auch wenn man müde ist. Man muss gerade stehen, auch wenn die Füße wehtun. Man muss selbstbewusst wirken, auch wenn man sich innerlich klein fühlt. An den meisten Tagen studiere ich den ganzen Vormittag und Nachmittag. Danach arbeite ich nachts. Ich schlafe nur sehr wenig. Ich bin immer müde. Eines Abends wurde ich zu einer großen Modeparty eingeladen. Sie wurde von einer berühmten Marke veranstaltet. Der Raum war voller reicher Menschen, Models, Fotografen und wichtiger Gäste. Die Musik war laut. Die Lichter waren hell. Alle trugen teure Kleidung. Ich trug ein wunderschönes Kleid, aber es gehörte nicht mir. Mein Make-up war perfekt. Auch meine Haare sahen perfekt aus. Wenn die Leute mich ansahen, sahen sie ein hübsches Model. Sie sahen nicht das Mädchen, das sich Sorgen um die Miete machte. Sie sahen nicht die Studentin, die Geld für ihre Bücher über Krankenpflege brauchte. Ich lächelte für die Fotos, aber innerlich fühlte ich mich einsam. Ich gehörte nicht in diese Welt. Die Menschen um mich herum redeten über Urlaube, Autos und Partys. Ich dachte nur an meine Rechnungen. Dann sah ich ihn. Sein Name war Stefan. Er war 57 Jahre alt und hatte großen Einfluss in der Modewelt. Er hatte graue Haare und trug einen dunklen Anzug. Er lachte nicht wie die anderen. Sein Gesicht war ernst. Seine Augen waren kalt. Viele Models standen in seiner Nähe. Sie lächelten ihn an. Sie versuchten, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber Stefan sah sie nicht an. Er sah mich an. Lange Zeit beobachtete er mich von der anderen Seite des Raumes. Ich fühlte mich unwohl, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann kam er auf mich zu.
Die anderen Models beobachteten ihn, als er an ihnen vorbeiging. Einige sahen überrascht aus, andere wirkten eifersüchtig. Stefan blieb vor mir stehen. »Du bist Emilia«, sagte er. Es war keine Frage. Ich nickte, weil ich kein Wort herausbrachte. Er sah mir direkt in die Augen. »Ich werde ehrlich sein«, sagte er. »Du kannst mit mir zusammen sein und ich werde dir ein besseres Leben geben. Eine schöne Wohnung, ein Auto, Kleidung, mehr Arbeit.« Dann wurde seine Stimme kälter. »Oder du kannst Nein sagen. Wenn du Nein sagst, kann ich dafür sorgen, dass keine Agentur in dieser Stadt dir jemals wieder Arbeit gibt.« Ich erstarrte. Ich konnte kaum atmen. Er fragte mich nicht wirklich. Er setzte mich unter Druck. Ich sah mich im Raum um. Andere Models beobachteten uns, aber sie sahen nicht besorgt um mich aus. Sie wirkten eifersüchtig, als hätte ich gerade ein Geschenk bekommen, aber es fühlte sich nicht wie ein Geschenk an. Es fühlte sich wie ein Käfig an. In dieser Nacht ging ich zurück in meine kleine Wohnung. Das Zimmer war kalt, mein Bett war alt, die Wände waren leer. Ich saß allein da und dachte über Stefans Worte nach. Wenn ich Nein sagte, konnte ich meine Arbeit als Model verlieren. Dann konnte ich vielleicht auch meine Wohnung verlieren. Vielleicht müsste ich sogar mein Studium abbrechen. Wenn ich Ja sagte, hätte ich Geld und Sicherheit, aber ich wäre auch mit einem Mann zusammen, der mir Angst machte. Ich konnte nicht schlafen. Am Morgen nahm ich mit zitternden Händen mein Handy und rief ihn an. »Ich mache es«, sagte ich leise. »Ich werde mit dir zusammen sein.« Er klang nicht überrascht. »Gut«, sagte er. »In einer Stunde kommt ein Auto.« Genau eine Stunde später hielt ein schwarzes Auto vor meinem Gebäude. Ein Fahrer öffnete mir die Tür. Das Auto war sauber und teuer. Es roch nach Leder. Der Fahrer brachte mich zu einem Luxusgeschäft. Stefan wartete drinnen auf mich. Er sah meine alten Kleider an und sagte, »Du brauchst etwas Besseres.« Er suchte ein rotes Kleid für mich aus. Als ich in den Spiegel sah, erkannte ich mich selbst fast nicht wieder. Später brachte er mich in ein elegantes Restaurant. Alle sahen uns an, als wir hineingingen. Zum ersten Mal fühlte ich mich nicht unsichtbar. Ich fühlte mich schön. Ich fühlte mich wichtig. Und dieses Gefühl machte mir Angst, weil ich glauben wollte, dass Stefan mir half. Ich wollte glauben, dass daraus etwas Gutes werden könnte. Die nächsten Wochen fühlten sich wie ein anderes Leben an. Stefan ging oft mit mir aus. Manchmal aßen wir in wunderschönen Restaurants zu Abend. Manchmal sahen wir uns Theaterstücke in alten Theatern mit goldenen Lichtern und roten Sitzen an. Manchmal schickte er ein Auto, um mich nach dem Unterricht abzuholen. Vor Stefan war mein Leben einfach und schwer.
Ich machte mir Sorgen um die Miete. Ich machte mir Sorgen um das Essen. Ich machte mir Sorgen um meine Bücher für die Universität. Aber mit Stefan sah alles hell und teuer aus. Er kaufte mir neue Kleider. Er öffnete mir die Türen. Beim Abendessen rückte er meinen Stuhl für mich zurecht. Er sprach ruhig und selbstbewusst mit den Kellnern und alle hörten auf ihn. Am Anfang fühlte ich mich dadurch besonders. Eines Abends gab er mir eine kleine blaue Schachtel. Darin lag ein dünnes goldenes Armband. Es war schlicht, aber sehr schön. Für dich, Emilia, sagte er. Er legte es selbst um mein Handgelenk. Ich lächelte, weil ich noch nie echten Goldschmuck besessen hatte. Aber tief in mir spürte ich etwas Seltsames. Das Armband war wunderschön, aber es fühlte sich auch schwer an. Stefan löste meine Probleme, bevor ich überhaupt um Hilfe bat. Eines Abends erzählte ich ihm, dass mein alter Computer für mein Krankenpflegestudium zu langsam war. Am nächsten Morgen wurde ein neuer Computer zu meiner Wohnung geliefert. Ich war dankbar, sehr dankbar, aber langsam hatte ich auch das Gefühl, ihm etwas zu schulden. Wenn wir zusammengingen, hielt er meine Hand. Wenn wir nebeneinander saßen, legte er seinen Arm um mich. Seine Berührungen waren sanft, aber sie machten mich auch nervös. Er hörte mir zu, wenn ich über mein Studium sprach. Er fragte mich nach meinem Traum, Krankenschwester zu werden. Aber manchmal, wenn ich sprach, bemerkte ich, wie er mich ansah. Er beobachtete mich zu genau, als wäre ich etwas Wertvolles oder etwas, das er besitzen wollte. Ich sagte mir selbst, dass er sich um mich kümmerte. Ich sagte mir, dass er mir half, weil er mich mochte. Aber manchmal fühlte ich mich wegen seiner ernsten Augen klein. Am Ende jedes Treffens begleitete er mich bis zu meiner Tür. Er küsste mich sanft auf die Wange und sagte, Gute Nacht. Aber ich wusste, dass er wartete. Ich wusste, dass er eines Tages mehr wollen würde. An einem regnerischen Abend saßen wir in seinem schwarzen Auto. Die Lichter der Stadt spiegelten sich in den Fenstern. Der Regen machte leise Geräusche auf dem Glas. Wir sprachen beide nicht viel. Stefan hielt das Auto in einer ruhigen Straße an. Dann drehte er sich zu mir und sah mich an. Die Stille fühlte sich schwer an. Er kam näher und berührte sanft mein Gesicht. Mein Herz begann schnell zu schlagen. Dann küsste er mich. Für einen Moment schloss ich die Augen und vergaß alles. Ich vergaß meine kalte Wohnung. Ich vergaß mein leeres Bankkonto. Ich vergaß, wie müde ich war. Doch dann erinnerte ich mich an etwas Wichtiges, an ein Geheimnis, das ich ihm noch nicht erzählt hatte. Langsam zog ich mich zurück. Stefan, flüsterte ich muss dir etwas sagen. Er sah mich an. Was ist los, Emilia?
Ich sah auf meine Hände hinunter. Ich hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung, sagte ich. Ich habe nicht so viel Erfahrung wie andere Mädchen. Im Auto wurde es still. Ich hatte Angst, dass er wütend werden würde. Ich hatte Angst, dass er mich auslachen oder kindisch nennen würde. Aber er lachte nicht. Stattdessen lächelte er. Ein breites, stolzes Lächeln. Emilia, sagte er leise, das macht dich besonders. Er berührte wieder mein Gesicht. Du bist selten. Ich werde auf dich aufpassen. Seine Worte gaben mir ein Gefühl von Sicherheit, aber gleichzeitig war ich verwirrt. Ein Teil von mir war glücklich. Ein anderer Teil verstand nicht, warum er so zufrieden aussah. Trotzdem wollte ich ihm glauben. Ich wollte glauben, dass er sich wirklich um mich kümmerte. Später an diesem Abend brachte Stefan mich in das schönste Hotel der Stadt. Das Gebäude war hoch und hell. Ein Mann in Uniform öffnete uns die Autotür. Wir fuhren mit einem ruhigen Aufzug nach oben. Das Zimmer war riesig. Es hatte große Fenster, weiße Blumen, sanftes Licht und einen Blick über die ganze Stadt. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Stefan gab mir etwas zu trinken und sagte mir, dass ich wunderschön aussah. Dann fragte er mich nach meinem Krankenpflegestudium. Er hörte mir zu, während ich über Krankenhäuser, Patienten und das Leben sprach, das ich eines Tages führen wollte. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass er mehr als nur mein Gesicht sah. Ich hatte das Gefühl, dass er die echte Emilia sah, die müde Studentin, das Mädchen mit Träumen, das Mädchen, das geliebt werden wollte. In dieser Nacht erlaubte ich mir, ihm zu vertrauen. Ich glaubte seinen sanften Worten. Ich glaubte seinen Versprechen. Ich glaubte, dass ich sicher war. Als ich in diesem wunderschönen Zimmer einschlief, fühlte ich mich weit weg von meinem alten Leben. Meine kleine kalte Wohnung fühlte sich weit weg an. Meine Geldprobleme fühlten sich weit weg an. Meine Einsamkeit fühlte sich weit weg an. Ich dachte, Stefan hätte mir die Tür zu einem neuen Leben geöffnet. Ich dachte, dies sei der Anfang von Liebe. Damals wusste ich noch nicht, dass manchmal schöne Türen in gefährliche Räume führen können. Ich wachte in dem großen Hotelbett auf. Für ein paar Sekunden fühlte ich mich friedlich. Das Morgenlicht fiel durch die großen Fenster. Das Zimmer sah golden und wunderschön aus. Ich erinnerte mich an die Nacht zuvor. Ich erinnerte mich an Stefans sanfte Stimme, seine zärtlichen Berührungen und daran, wie besonders er mir das Gefühl gegeben hatte. Ich dachte, dies sei der Anfang eines neuen Lebens. Dann drehte ich mich zur anderen Seite des Bettes. Stefan war nicht da.
Seine Seite des Bettes war leer und kalt. Langsam setzte ich mich auf und sah mich im Zimmer um. Dann sah ich ihn. Er stand in seinem dunklen Anzug am Fenster. Er war bereits für die Arbeit angezogen. Er schaute auf sein Handy und tippte schnell. Er wirkte beschäftigt, ernst und weit weg. »Stefan?« sagte ich leise. Er drehte sich um und sah mich an, aber seine Augen waren anders. In der Nacht zuvor waren seine Augen warm gewesen, jetzt waren sie kalt, leer, hart. Er sah mich an, als wäre ich ihm nicht mehr wichtig. »Du solltest dich fertig machen«, sagte er. Seine Stimme war ohne jedes Gefühl. »Der Fahrer wartet unten.« Ich starrte ihn an. Ich verstand nicht. Dann ging er zu dem kleinen Tisch neben dem Bett. Er nahm ein dickes Bündel Geld aus seiner Tasche und legte es auf den Tisch. Im Zimmer wurde es still. Dieses kleine Geräusch tat mehr weh als jedes Schreien. Ich sah das Geld an. Dann sah ich ihn an und plötzlich verstand ich. Die Blumen waren keine Liebe. Das teure Zimmer war keine Liebe. Die freundlichen Worte waren keine Liebe. Für ihn war alles nur ein Geschäft gewesen. Er hatte etwas von mir gewollt und jetzt glaubte er, dafür bezahlt zu haben. Mein Gesicht wurde heiß vor Scham. Ich wollte weinen, aber es kamen keine Tränen. Ich war wie erstarrt. Stefan entschuldigte sich nicht. Er erklärte nichts. Er sah nicht einmal traurig aus. Er wandte sich wieder seinem Handy zu, als wäre ich bereits gegangen. Ich stand aus dem Bett auf und zog mich mit zitternden Händen an. Ich rührte das Geld nicht an. Ich wollte es nicht. Das wunderschöne Hotelzimmer wirkte plötzlich hässlich. Es fühlte sich wie ein luxuriöses Gefängnis an. Die weißen Blumen wirkten kalt. Der Blick über die Stadt fühlte sich leer an. Ich ging zur Tür. Ich verabschiedete mich nicht und ich blickte nicht zurück. 3 Tage lang blieb ich in meiner kleinen Wohnung. Ich ging nicht zum Unterricht. Ich beantwortete keine Anrufe. Ich aß fast nichts. Ich weinte, bis meine Brust wehtat. Das rote Kleid, das Stefan mir gekauft hatte, lag auf einem Stuhl in der Ecke. Das goldene Armband lag auf meinem Tisch. Beide waren wunderschön, aber mir wurde schlecht, wenn ich sie ansah. Ich fühlte mich dumm, ich fühlte mich benutzt. Immer wieder sah ich seine kalten Augen vor mir. Immer wieder sah ich das Geld auf dem Tisch. Doch am 4. Tag änderte sich etwas. Ich war es leid zu weinen. Ich stellte mich vor den Spiegel in meinem Badezimmer. Meine Augen waren rot. Mein Gesicht sah müde aus. Aber als ich genauer hinsah, sah ich noch etwas anderes. Ich sah Wut, keine wilde Wut, ein stilles Feuer.
Stefan wollte, dass ich verschwinde. Er wollte, dass ich mich schäme. Er wollte, dass ich schweige. Aber ich war kein Gegenstand. Ich war kein Spielzeug. Ich war nichts, was er kaufen und dann wegwerfen konnte. Ich war Emilia. Ich war Studentin. Ich war ein Mensch mit einer Zukunft. Ich öffnete meinen alten Laptop und begann zu schreiben. Meine Hände zitterten, aber ich machte weiter. Ich schrieb über die Modeparty. Ich schrieb über die Wahl, vor die Stefan mich gestellt hatte. Ich schrieb über unsere Treffen, die Geschenke, den Druck und darüber, wie gefangen ich mich gefühlt hatte. Dann schrieb ich über das Hotel. Ich schrieb über den kalten Morgen. Ich schrieb über das Geld, das er auf dem Tisch zurückgelassen hatte. Ich schrieb seinen vollständigen Namen nicht, aber die Menschen in der Modewelt verstanden, von wem ich sprach. Meine Geschichte verbreitete sich schnell. Am Anfang hatte ich Angst. Dann begannen auch andere Frauen zu sprechen. Models, Assistentinnen und junge Mitarbeiterinnen. Einige hatten jahrelang geschwiegen, weil sie Angst hatten, ihre Arbeit zu verlieren. Aber jetzt erzählten auch sie ihre Geschichten. Bald wusste jeder, was für ein Mann Stefan wirklich war. Die Zeitungen berichteten über ihn. Die Menschen hörten auf, ihn zu schützen. Er verlor seine mächtige Position. Er rief mich viele Male an, aber ich antwortete nie. Ich hatte ihm nichts mehr zu sagen. Danach veränderte sich mein Leben. In einer Sache hatte Stefan recht gehabt. Ich verlor meine Arbeit als Model. Mein Handy klingelte nicht mehr. Die Agenturen riefen nicht mehr an. Manche Menschen sagten, ich sei mutig. Andere sagten, ich hätte Ärger gemacht. Aber ich fühlte mich nicht mehr gebrochen. Ich fühlte mich frei. Ich nahm das Geld aus dem Hotelzimmer mit. Am Anfang hasste ich es. Aber dann entschied ich, dass dieses Geld keine Macht über mich haben sollte. Ich benutzte es, um meine Studiengebühren zu bezahlen. Jetzt studiere ich Krankenpflege in Vollzeit. Meine Wohnung ist immer noch klein. Mein Leben ist immer noch nicht einfach, aber es gehört mir. Ich gehe mit erhobenem Kopf zum Unterricht. Ich brauche keine teuren Kleider. Ich brauche keinen reichen Mann. Ich habe meine Bücher. Ich habe meine Stimme. Ich habe meine Zukunft. Und dieses Mal gehört mein neues Leben wirklich mir. Vielen Dank, dass du die ganze Geschichte angesehen hast. Wenn du bis zum Ende geblieben bist, weiß ich das wirklich zu schätzen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist Mut, Courage. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit Mut in die Kommentare. Zum Beispiel: Mut ist wichtig. Oder Emilia zeigt Mut. Sag mir auch:
Glaubst du, dass es anderen Menschen Mut machen kann, wenn jemand die Wahrheit sagt? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte beim Üben des deutschen Hörverstehens geholfen hat, abonniere bitte German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.